Das ist ja eben das Schöne an diesem Zimmer, finde ich. Also hier hab ich ein Tor von Topkapi-Palast so ganz leicht umformuliert. Und wenn man dann den Vorhang aufmacht, schaut man auf die wunderbare Ulrichkirche, barockes Wien. Das macht es hier so international, so weltlich. Ich wurde von seitens Altstadt Vienna kontaktiert und gefragt, ob ich Suiten für sie designen würde. Und ich habe die Idee interessant gefunden und ein paar Tage danach war ich hier im Altstadt Vienna und war begeistert. Wirklich ein einmaliges Konzept. Ich weiß jetzt nicht, ob es sowas irgendwo sonst auf der Welt gibt. Es ist etwas sehr Originelles, auch Wienerisches, würde ich sagen. Das Altstadt Vienna hat mir eigentlich freie Hand gegeben und sie wollten auch etwas, was meine Herkunft irgendwie betont. Also sie wollten ein türkisches Flair haben. Das hat mir auch gut gefallen, weil das steckt auch in meiner Mode drinnen. Alle meine Kollektionen haben ein bisschen was Türkisches an sich eigentlich. Aber sehr modern umgesetzt, natürlich sehr europäisch und sehr leicht und schick. Ich möchte gerne betonen, dass die Besitzer und das Team vom Hotel wirklich sehr kosmopolitisch denken. Und das ist ein kosmopolitisches Hotel, aber irgendwo ist Wien auch sehr kosmopolitisch, nicht? Es war immer schon ein Schmelzpunkt von mehreren Kulturen, von Ost und West, von Orient und Okzident. Und die türkische Kultur ist auch Wien und Österreich sehr verbunden. Man hat ja, ich kenne ein Bildnis von der Kaiserin Maria Theresia in türkischer Tracht. Und dann ist der Kaffee mit den Türken, irgendwie mit den Türkenbelagerungen nach Wien und dadurch nach Europa gekommen. Croissant, also unser Kipfel in Wien, wurde von einem Wiener Bäcker damals als Halbmond entworfen. Irgendwie, es gibt solche Legenden und Erzählungen und einige davon sind sicherlich wahr. Und deshalb war es für mich eine aufregende Arbeit, eben diese Verbindung in einer zeitgenössischen Handschrift hier zu übermitteln und zu verwirklichen. Und deshalb habe ich die Arbeit sehr ernst genommen. Es hat ein paar Monate gedauert, aber am Ende waren wir alle sehr zufrieden mit den ersten Entwürfen und es sollte wie eine Brise aus der Ägäis, ein bisschen Istanbul, ein Hauch von Topkapi vielleicht und ein modernes Lebensgefühl. Es ist, ich würde auch selber so wohnen, also es schaut hier wie ein Zimmer, wie eine Suite in meiner Wohnung aus. Es ist sehr international, aber irgendwo auch ein bisschen orientalisch und türkisch und das macht es warm, es ist ein cozy, ein häusliches Gefühl und ich denke, wenn man hinausblickt, ist das alte Wien irgendwie vor dem Haus mit dem wunderschönen Kirchenturm und drinnen ist halt die breite Welt über Istanbul. Es gibt natürlich Parallelen mit der Modewelt und mit dem Interior Design. Die Proportionen sind sehr wichtig, um eine schöne Ästhetik
zu erreichen, muss man sehr auf die Proportionen, auf die Farbstimmungen, auf die Harmonie von den Formen und Farben sehr achten. Und das ist in den beiden Welten so, also sowohl in der Mode als auch in Interior Design. Und beim Entwerfen dieses Zimmers habe ich halt mit den Formen, mit den orientalischen, osmanischen Formen ein bisschen gespielt und die umformuliert, umgesetzt. Und wir haben bei Tom Dixon eben diese zwei Lampen bestellt, die mich sehr stark an die Turbane von den osmanischen Sultans erinnern. Und das Gold drinnen ist auch wieder sehr Kleinasien, sehr osmanisch, finde ich. Die Farben sind in Orient sehr wichtig, die warmen Farben, die spicigen Farben und natürlich ist Blau und Türkis eben die Farben von Kleinasien, vom Osmanischen Reich und die habe ich hier eben mit Iznik-Fliesen übertragen nach Wien zum Altstadt Vienna und auch das knallige Rot finde ich ist für mich sehr orientalisch. Also das ist eine Feuerfarbe und das so halt einzumischen, finde ich, gibt eine gewisse Wärme, eine gewisse Häuslichkeit in dieses Zimmer. Auch der Divan gehört zum Beispiel, also wo ich sitze, in jedem türkischen Haus, in jedem osmanischen Palais sind so Ecken mit den Divans zu sehen. Das ist auch ein Kennzeichen eben der orientalischen Kultur. Und ich wollte auch unbedingt eine Ecke mit so einem Divan schmücken und das ist uns hier mit diesem schwungvollen Stück gelungen. Also beim Entwerfen dieses Zimmers habe ich eigentlich an eine Aristokratin, eine osmanisch-österreichische Prinzessin gedacht. Also die sowohl von der österreichischen als auch von der türkischen Monarchie stammen würde. Aber sehr Jet-Set, sehr jung, in Wien, Istanbul, Paris, New York zu Hause. Und die würde, wenn sie in Wien ist, halt hier in diesem Hotel wohnen, in dieser Suite wohnen. Und eben, also das war mein Ausgangspunkt. Deshalb halt diese Eleganz, ein bisschen Gold dazu und auch der Chandelier ist ein antikes Stück. Es soll modern sein, frisch sein, modisch sein. Ich habe auch Zeichnungen gemacht für diese Prinzessin eben, wie sie da halt in Wien ausgehen würde zu einer Party oder zum Opernball einmal von diesem Hotel aus. Also die Iznik Foundation waren die ersten, die ich kontaktiert habe und die waren sofort bereit, uns mit ihren Fliesen zu unterstützen. Die wurden extra handgefertigt in der Nähe von Bursa, wo Iznik liegt eigentlich. Das ist die Geburtsstadt von dem Osmanischen Reich. Da habe ich so Paneele entworfen, eben als Bettkopf oder halt in anderen Bereichen. Und dann hat mir die Textilindustrie in der Türkei auch ein bisschen geholfen. Also wie gesagt, sie haben extra meine Wünsche in sehr kurzer Zeit entwickelt und verwirklicht. Sowie die Stoffe, also die meisten Stoffe, die zum Teil an Ikat-Muster, zum Teil an osmanische Kaftane erinnern. Die habe ich aber alle modernisiert, reduziert, weil es wäre zu kitschig gewesen, wenn wir die also 1:1 original verwenden würden. Und so hat es eine Leichtigkeit, es hat eine europäische Leichtigkeit bekommen. Auch die Inspirationen, die türkischen und osmanischen Inspirationen sind sehr jung und sehr modern interpretiert worden für das Altstadt Vienna. Ich finde, das ist heutzutage sehr wichtig, weil ich höre schon, dass es Fans von dieser Suite gibt und es ist sehr wichtig, irgendwo in einer europäischen Hauptstadt zu sein, aber doch
vom Lebensgefühl her ein bisschen auch Richtung Osten, Richtung Istanbul, eine kleine Reise zu tätigen mit dem Betreten eines Zimmers. Das ist, finde ich, ein unverwechselbares Gefühl für die Gäste hier. Man möchte in einem Hotel zu Hause sein und doch nicht zu Hause sein. Also man möchte sich wohl und bequem fühlen, aber doch ein bisschen auch in eine andere Welt eintauchen. Ein bisschen weg von seinem Stress, von seinen geschäftlichen vielleicht Gedanken wegkommen, und das gelingt wunderbar hier. In meinem Zimmer besonders gut.